Wenn die Bananen mal so aussehen oder noch schlimmer und ihr wollt sie dann gar nicht mehr essen, habe ich eine echt super tolle Idee für euch, denn da machen wir uns einen richtig klasse Riegel draus für die Kids in die Schule zum Mitnehmen, für die Uni, Berufsschule oder auch zur Arbeit als Pausensnack und noch gesund. Und wir brauchen bloß 2 Zutaten und dazu müssen wir uns erstmal 2 Bananen abpellen. Die zermatschen wir uns jetzt dann mit der Gabel. Und weil jetzt so super schnell geht, müssen wir jetzt gleich den Ofen vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Dann geben wir ein paar Schmelzflocken dazu, dass so richtig schöne, wabbige Masse entsteht. Und die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer in die Infobox. Also ihr seht, die Masse ist jetzt schon sehr fest und gut formbar noch und trotzdem sehr saftig durch die Banane. Und das Schöne ist halt, man braucht überhaupt keinen Zucker, denn die ist wirklich süß genug, die Banane. Und das sind jetzt die 2 Grundzutaten. Da sind eurer Fantasie natürlich auch beim Aufpeppen keine Grenzen gesetzt. Ich mache es zum Beispiel gern so, ich gebe immer noch ein bisschen Zimt dazu und so ein paar Schokodröpfchen. Also da könnt ihr zum Beispiel auch ein bisschen Erdnussbutter reingeben oder Vanillezucker oder auch zum Beispiel Nüsse. Wie gesagt, ihr könnt da alles reingeben, was ihr möchtet. Ihr könnt es auch wirklich dabei belassen, nur mit Banane und mit den Haferflocken, mit den Schmelzflocken. Und es wird echt oberlecker. Und jetzt haben wir alles schön vermischt. Und dann brauche ich jetzt mein Backblech. Und dann gebe ich das jetzt immer so portionsweise aufs Blech und forme mir dann mit 2 Löffeln ein Riegelchen. So, das schaut ja schon mal echt aus wie so ein richtiger Müsli-Riegel. Ihr müsst dann natürlich achten, dass es nicht zu dick ist, weil der soll ja dann auch ein bisschen knackig sein. So würde ich sagen, geht das schon mal durch als Müsli-Riegel. Und da gebe ich dann noch oben so ein paar von den Schokotröpfchen drauf. Aber müsst ihr nicht, weil, wie gesagt, es langen auch die 2 Zutaten, die Schmelzflocken und die Bananen und die sind auch voll lecker. Aber ich mag diesen Schokoladengeschmack da drin auch noch besonders gern. Und mit dem Zimt, die Mischung, ist schon echt toll. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und jetzt ab in den Ofen bei Ober- und Unterhitze für ca. 30-40 Minuten. Jetzt sind's fertig. Und fertig ist unser leckerer, gesunder Pausensnack. Echt. Und das riecht so toll aus dem Ofen, das glaubt ihr gar nicht. Und schaut doch mal hier unten, das ist ein bisschen braun. Das heißt, die sind außen schön knackig und innen noch schön weich. Und dieser Banane-Zimt-Geschmack ist schon echt ein Gedicht. Müsst ihr mal unbedingt ausprobieren. Und so hübsch verpackt mit Schleifchen und Herzchen, homemade, kommen die dann morgen in die Brotbox von den Kindern, Kindergarten, Schule oder ihr nehmt es euch selber mit in die Arbeit, Uni, wo auch immer ihr morgen hin müsst. Und hier sind auch noch ein paar leckere Rezepte für euch in den Videos. Sehen wir uns gleich wieder. Also bis dann, ciao, ciao.